Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt. Diese Tasche kann man mit Kette tragen oder auch als Kletsch. So. Und so sieht das innen aus. Da sind zwei Magnetknöpfe. Die Abmessungen für diese Tasche sind: in die Breite ist es 23 cm, in die Höhe ist es 15 cm und hier von der Seite ist es 6 cm. So sieht das aus. Materialien, die ich für diese Tasche benutzt habe: 2 Stück von Basic Cord in einer Knäuel, 200 Gramm, 115 Meter. Gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 5. Braucht man Schere, Maschenmarkierer, 2 Magnetknöpfe, ein Feuerzeug zum Versiegeln von Garnenden. Und wer mag, kann auch Karabinerringe mit der Kette befestigen. Fangen wir an. Als erstes häkelt man Hauptteil. In die Höhe, die Länge ist 40 cm und in die Breite ist 21 cm. Dieses Teil wird man mit 24 Maschen gehäkelt, insgesamt 52 Reihen. Das ist der Rest von erster Knäuel. Bitte nicht abschneiden am Ende. So, fangen wir an. Für alle erste Luftmaschenkette braucht man 25 Maschen. Einen Knoten bilden und ab jetzt 25 mal zählen. Erste Reihe, man häkelt 24 Maschen zurück, einfach festmaschen, und zwar schauen Sie in diese Stellen hier unter der einen Faden. So, das ist die erste Masche hier überspringen und in diese Stelle erste Masche häkeln unter der einen Faden. Zweite und so weiter. Am Ende soll es 24 Maschen sein. Am Ende von jeder Reihe eine Luftmasche zur Steigerung umdrehen. Und so weiter häkelt man jetzt unter die 2 Faden da, feste Masche, jede Masche eine feste Masche häkeln. Und insgesamt 52 Reihen in die Höhe. Und am Ende vergessen Sie nicht Luftmasche zur Steigerung. Wie man die Reihen ganz leicht nachzählt, schauen Sie. Ich zähle immer nach Doppelte. Also 1, 2, sieht man so Unterschied, dass kann man ganz leicht nachzählen. Doppelte zähle ich nach, es sind 26 Doppelte dann. Als nächstes häkelt man 2 Seitenteile, 4 Maschen, 15 Reihen. Für Anfang 5 Luftmaschenketten. So, genau diese Stelle wieder 4 Maschen häkeln. Am Ende Luftmasche zur Steigerung umdrehen und weiter mit 4 Maschen, insgesamt 15 Reihen. 2 Stück häkeln. Hier bei der letzten Masche Garn abschneiden, rausziehen. Ich zeige euch einen Lifehack, wie man diese Ende leicht verstecken kann. Schauen Sie, wo Zopf ist vorne, es wird Außenseite und das Endstück verstecken wir innen. Ich nehme eine dünnere Häkelnadel und ziehe diese Ende einfach mehrere Maschen so runter, damit man ein bisschen verstecken kann. Und jetzt schauen Sie, dieses Endstück mit
vorher zusammenschmelzen lassen und so drücken. Es verschmilzt sich und geht nicht mehr auf und versteckt. Fertig. Wenn alle Teile fertig sind, dann verbinden wir das. Wir brauchen Maschenmarkierer. Legen Sie dieses Hauptteil mit dem Ende oben links und es ist innen von der Tasche. Und auch diese Teile legen Sie innen jetzt nach oben. Also schauen Sie, hier ist schöner Zopf, hier auch schöner Zopf. Das ist von außen. Drehen Sie rum und legen Sie es so hier. So, jetzt markieren wir das, diese Stelle, wo das angebracht wird. Und dann hier oben das bis hierhin. So, und zwar 15 Reihen hier, genau wie 15 Reihen an diesem Teil. Zählen Sie nach, markieren Sie. Dann hier sind 4 Reihen, wie 4 Maschen unten. Und hier auch 15 Reihen. Das ist die andere Seite. So rum. Und jetzt alles fixiert man das zusammen. Und bringen wir alles mit, kann man mit Wollnadel vernähen oder auch so wie ich mit Häkelnadel. So, ich fixiere das oben hier, dann diese unten. So ist fertig. Wie gesagt, können Sie zusammen nähen oder mit Kettmaschen zusammen verbinden oder mit Festmaschen. Also ich mache jetzt mit Festmaschen. Und schauen Sie, zu jeder Reihe gehört auch eine Reihe hier. Also hier sind 15, hier sind 15 Reihen. Ich gehe oben in die erste Reihe, hier. Und da auch in die erste Reihe. Und häkle eine feste Masche raus. Dann kommt man in die zweite Reihe. Da unter der einen Faden gehe ich hier. Schauen Sie, zweite Reihe auch unter der einen Faden. Und verbinde. Sie können auch ein bisschen untergreifen, hier tiefer greifen ist auch kein Problem, wie es ist Ihnen lieber. Hier nehme ich 2 Faden und hier auch 2 Faden. So, und man verbindet diese Teilchen. Ihr macht das selbstständig bis zur Ecke. Hier unten schauen Sie, Masche Nummer 15 auf diese Seite kommt und hier auf die kleine Seite, die geht gleich rein wie Masche Nummer 14 in dieselbe Stelle. Und das wird Nummer 15 sein. Jetzt hier 4 Maschen. Maschenmarkierer mache ich weg. Unter die 2 Faden hier. Jetzt häkeln wir hier in diese Richtung. Hier sind auch 15 Maschen, wie bei der anderen Seite. Und genau dasselbe, Masche Nummer 15 von dieser Seite kommt in diese Masche, welche ist schon hier gehäkelt. So eine gleiche Stelle. Und dann weiter. Also orientieren Sie sich, dass die Stelle gegenüberstehen und dann gleichmäßig wieder nach oben häkeln. Weiter wird es
diese Teilchen umgehäkelt, genau wie vorher, in jede Masche, also in jede Reihe eine feste Masche häkeln, bis man an diese Ecke ankommt. Hier an die Seite kann man zwei Varianten machen, weiter so umhäkeln mit Festmaschen oder einfach mit Kettmaschen ziehen. So, einmal Luftmasche, um die Ecke zu kommen, und ich häkle diese 24 Maschen jetzt mit Kettmaschen. Unter die zwei Faden Masche ziehen, durch diese ziehen und so weiter, bis man an die andere Seite ankommt. An dieser Ecke genau dasselbe, eine Luftmasche, und dann gehe ich jetzt diese Richtung und häkle wieder mit Festmaschen um. Genau dasselbe wie hier. So, dann kommt er hier hin bis zu anderen Seitenteil und häkelte auch genau dasselbe wie diese Seite um. Hier bei der letzten Masche Garn abschneiden, rausziehen und hier durch mehrere Maschen nach innen verstecken. Als nächstes häkeln wir diese Schleife. Kommt hier hin. Also die Höhe von dieser Schleife können Sie selber bestimmen, vielleicht kleinere oder eine Zweireihe größer machen. So, und auch platzieren, wo ihr das möchtet, in die Mitte oder unten hier. So, meine Schleife besteht aus 27 Maschen, 12 Festmaschen, 3 Kettmaschen, 12 Festmaschen. Als erste braucht man 28 Luftmaschen. So, ab jetzt 28 mal zählen. Jetzt häkeln wir die 27 Maschen zurück. Wie gesagt, als erste 12 Festmaschen. Hier unter diese eine Faden Festmasche häkeln. Drei Kettmaschen. Und die restlichen 12 Festmaschen. Am Ende von jeder Reihe eine Luftmasche zur Steigerung dreht man rum. Häkelt man jetzt nur unter der einen Faden hier 12 Festmaschen. Nur unter der einen Faden. 3 Kettmaschen unter einem Faden. Und bis zu Ende 12 Festmaschen, auch unter der einen Faden. Und es passiert nichts mehr. Ihr häkelt das Reihe zu Reihe. Ich habe insgesamt 9 Reihen gehäkelt. Also so sieht das aus. Und am Ende eine Luftmasche zur Steigerung nicht vergessen. Dann so sieht das aus. In die Höhe ist es dann 8 cm bei mir. Wie man Reihen zählen kann, ist auch relativ einfach. Ich zähle nach diese Doppelte. Also das ist vordere Seite von vorne. Hier ist ein Zopf, hier ist ein schöner Zopf. Und hier wird die Seite zur Tasche angenäht. Und hier kann man ganz gut erkennen Reihen. Eine Doppelte, da sind 2 Stück. 1, 2, 3, 4, 4 mal 2, 8. Und das ist die Hälfte von Doppelte, also 9. Reihe. Insgesamt habe ich 9 Reihen gehäkelt. Und als letzte häkelt man diese kleinen Teilchen. Die wird hier dann angebracht, zusammen so genäht. Und diese Teilchen besteht aus 10 Maschen
Und gehäkelt habe ich 4 Reihen mit Kettmaschen. Für Anfang braucht man 11 Luftmaschen. Dreht man rum und unter der einen Faden zurück häkelt man 10 Kettmaschen. Hier unter der einen Faden durch Masche 10. Dann in die nächste durch 10. Und am Ende von jeder Reihe wird auch eine Luftmasche zur Steigerung sein. Und Sie können auch selber vielleicht schauen, vielleicht häkelt ihr nur 3 Reihen oder 5 Reihen, wie ist es Ihnen lieber. So, und da habe ich die letzte. Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum und häkelt man wieder unter der einen Faden. Hier 10 Maschen wieder zurück. So. Und wie gesagt, können Sie Breite selber variieren. Bei mir ist es fast 3 cm, also 2,5. Und so, dieser Teil ist 8 cm. Wenn alle Teile fertig sind, dann nähe ich das mit Wollnadel hier so zusammen. Schauen Sie, das ist die vordere Seite. Da sieht man Zopf, hier auch. Drehe ich rum. Und auf die Seite wird ein Naht sein. Also, und hier auch suchen Sie irgendwelche Seite, welche ist Ihnen lieber. Und so zusammen. Erstmal quetschen alles. Zusammen das vernähen. Suchen Sie immer irgendwelche Stelle, wo man reingreifen kann, und vernähen Sie das einfach. Und jetzt das durch mehrere Maschen nochmal irgendwo hinziehen, vielleicht nach innen auch, damit man dann versteckt diese Ende abschneiden. Und mit Feuerzeug versiegeln. So, jetzt klebe ich das hier zusammen. Und fertig. Dann das auseinander ein bisschen ziehen, dass seine Form annimmt. Und so sieht das aus. Ich habe diese Schleife mit Maschenmarkierer fixiert. Hier sind 9 Reihen, habe ich hier mit 9 Maschen zusammen fixiert. So, und passen Sie auf, dass die vordere Seite zeigt diese Kette. Also, dann habe ich hier ein bisschen Garn gelassen. Das aufmachen. Und wir fixieren das mit Kettmaschen. Kann man auch mit Festmaschen umhäkeln, aber dann wird hier noch ein bisschen dicker sein. Deswegen mache ich jetzt hier mit Kettmaschen. Ja. Ich habe diese Stück Garn, diese Endstück durch Masche Nummer 10 durchgezogen auf die andere Seite. Häkelnadel in die Masche Nummer 9 von unten. Und ziehe ich durch und durch diese Masche. Also schauen Sie, immer zu jeder Reihe gehört eine Masche hier. In regelmäßigen Abstand suchen Sie irgendwelche eine Stelle, dass der genau hinpasst. So, dann eine Masche hier unten. Und so weiter. Hier unter die 2 Faden vielleicht. Hier unter die 2 Faden. Und mit Kettmaschen alles verbinden. Dann wird hier so ein Zopf sein.
Hier am Ende dann bei der letzten Masche Garn abschneiden, rausziehen und ich ziehe von der anderen Seite hier in die Knote rein und verstecke ich von innen. So, das jetzt fest und hier durch mehrere Maschen ziehen und verstecken. Auf die gleiche Weise verbindet man auch diese Seite und fangen Sie an hier oben, genau wie diese Seite, und bis hierhin verbinden und auch dann ein Stück verstecken. Zum Schluss 2 Magnetknöpfe annähen. Sie können regulieren, vielleicht ein bisschen höher oder genau an die Stelle, wo das so zusammenklappen, schauen. Oder noch ein Tipp, erstmal Tasche auffüllen, dass die Volumen bekommt und dann erstmal Magneten annähen. So, das war's. Die Tasche ist fertig. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar. Und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!